Afrika, das Land, in dem Stärke über das Überleben entscheidet. Hier können nur Wesen mit Kampfinstinkt außergewöhnlicher Ausdauer und unerschütterlichem Willen in einer gnadenlosen Natur bestehen. Die mächtigsten Tiere Afrikas. Inmitten der wilden Schönheit dieses glühenden Landes, wo sich die Savanne bis zum Horizont erstreckt, tobt ein stiller, aber endloser Krieg. Ohne Regeln, ohne Gnade. Das Leben kann in einem Augenblick durch einen gezielten Schlag, einen brutalen Angriff oder einen tödlichen Biss aus scheinbar ruhigem Wasser beendet sein. Und in diesem epischen Kampf gibt es Kreaturen, die nicht nur überleben, sondern zu Symbolen der Macht werden. Von kolossalen Gottheiten wie dem afrikanischen Elefanten bis zu ultimativen Raubtieren wie dem Löwen und dem Nilkrokodil. Aber es gibt auch stille Krieger, die nicht nach Ruhm streben, obwohl jeder, der sie unterschätzt, einen hohen Preis zahlt. Einer von ihnen ist der Kaffernbüffel. Keine scharfen Stoßzähne, keine rasante Geschwindigkeit. Aber der Kaffernbüffel, die größte Wildbüffelart Afrikas, ist eines der gefährlichsten Tiere des Kontinents. Er jagt nicht, aber er versetzt diejenigen, die es wagen, ihn zu verfolgen, in Angst und Schrecken. Mit einem robusten Körper, der zwischen 800 und 1000 Kilogramm wiegt, gleicht der Kaffernbüffel einem Stahlblock auf Beinen. Sein auffälligstes Merkmal sind seine beiden hufeisenförmig gebogenen Hörner, die sich auf der Stirn zu einem natürlichen Schild verbinden, der sogar dem Angriff eines ausgewachsenen Löwen standhalten kann. Sein Temperament ist eine Mischung aus Vorsicht und Aggressivität. Er meistert meistens in Herden von bis zu 100 Tieren und bildet eine lebende Festung, die jederzeit zum Gegenangriff bereit ist. Wenn er sich bedroht fühlt, wendet sich die gesamte Herde der Gefahr zu, anstatt zu fliehen. Der Angriff eines ausgewachsenen Männchens kann Knochen brechen und einen Löwen mehrere Meter weit wegschleudern. Wildtierfilmer haben mehrfach erstaunliche Szenen eingefangen. Ein Löwenrudel, das einen Kaffernbüffel in die Enge treibt, der wie ein fast serviertes Festmahl aussieht. Doch innerhalb weniger Minuten schlagen die Büffel heftig zurück, retten ihre Artgenossen und vertreiben den Feind. In der Natur wagen es wenige Beutetiere, sich zu wehren, aber der Kaffernbüffel tut das nicht nur, sondern gewinnt sogar manchmal. Deshalb nennen Jäger ihn Black Death, den schwarzen Tod.
Nicht, weil er Menschen angreift, sondern weil er niemals flieht und bis zum letzten Atemzug kämpft. Die Sonne geht am Horizont auf und taucht die Savanne in heißendes Licht. In der dünnen Morgennebelschwaden hallt ein tiefes Brüllen wie eine Herausforderung. Aus der Herde der friedlich grasenden Kaffernbüffel lösen sich zwei ausgewachsene Männchen und starren sich an. Es ist kein Kampf um Leben und Tod. Es ist ein Kampf um Macht, um den Rang in der Herde, der die Kontrolle über das Territorium und die Möglichkeit zur Fortpflanzung garantiert. Und um das zu erreichen, gibt es nur einen Weg: sich in einen gnadenlosen Kampf zu stürzen. Die beiden Büffel umkreisen sich, wie zwei Kämpfer, die ihre Kräfte messen. Ein tiefer Atemzug. Mehr als 10 Minuten lang liefern sie sich einen kurzen, aber ausreichenden Kampf, um die Zukunft eines von ihnen zu entscheiden. Der Wind weht über die trockene Ebene, wo die Erde rissig ist und sich trockene Gräser so weit das Auge reichen. In der Ferne bewegen sich niedrige Büsche. Nicht wegen des Windes. Sondern weil der einsame Riese mit festen Schritten voranschreitet. Jeder Schritt hallt wie eine Kriegstrommel auf dem Boden wider. Es ist das südliche weiße Nashorn, das zweitgrößte Landtier nach dem Elefanten. Mit einem Körpergewicht von über 2 Tonnen muss es sich nicht verstecken. Es muss niemanden fürchten. Auf seiner Nase trägt es eine legendäre Waffe. Ein über 1 Meter langes Horn, scharf und hart wie Stahl, bestehend aus Keratin, dem gleichen Material wie menschliche Fingernägel, jedoch hunderte Male verdichtet. Ein einziger Schlag mit diesem Horn kann den Bauch eines Raubtiers durchbohren oder sogar einen Kleinlaster umwerfen, wenn es sein muss. Trotz seiner fürchterlichen Kraft ist das Nashorn kein Kriegsliebhaber. Es bevorzugt die Ruhe, streift allein oder in Mutter-Kind-Paaren umher und lebt in einem Rhythmus, der so alt ist wie seine Millionen Jahre alte Evolutionsgeschichte. Doch auch ein Riese muss sein Land verteidigen. Wenn ein anderes männliches Nashorn in sein Revier eindringt, ist ein Kampf unvermeidlich. Ohne Knurren, ohne Gebrüll.
Nur das Geräusch schwerer Schritte und aufgewühlter Erde, wenn zwei Kolosse aufeinander losgehen. Die Hörner zeigen nach vorne und prallen wie Hebel der Natur aufeinander. Jeder Stoß lässt das Schlachtfeld erbeben. Blut beginnt aus Schnittwunden an den Flanken zu fließen. Aber beide machen weiter wie unermüdliche Maschinen. Dies ist kein Kampf um die Fortpflanzung wie bei den Kaffernbüffeln. Es ist ein Krieg um Ehre, um Territorium. Und für das Nashorn ist das Land Leben. Hier frisst es, hier schläft es und hier hinterlässt es ein Vermärchen für zukünftige Generationen. Am Ende zieht sich eines langsam zurück, verwundet, aber mit ungebrochener Würde. Der andere bleibt auf dem trockenen Boden stehen, schnaubt durch sein riesiges Maul, markiert lautlos sein Revier und verkündet die Macht, die er gerade errungen hat. Obwohl still und einsam, spielt das Nashorn eine wichtige Rolle im Ökosystem der Savanne. Durch seine Gewohnheit, sich ständig zu bewegen, schafft es natürliche Pfade, die anderen Tierarten den Zugang zu Wasser und Nahrung ermöglichen. Da es sich hauptsächlich von niedrigem Gras ernährt, trägt es zur Kontrolle der Vegetation bei und verhindert, dass die Savanne von Buschwerk überwuchert wird. Darüber hinaus nährt sein organisch reichhaltiger Dung den Boden, fördert die Regeneration der Vegetation und dient zahlreichen Insekten als Nahrung. Ein grob aussehendes Tier, das jedoch die biologische Grundlage der gesamten afrikanischen Savanne bildet. Inmitten der trockenen Ebenen zieht eine Herde afrikanischer Elefanten langsam voran. In der Mitte, sorgfältig geschützt, laufen die Kleinen im Schatten ihrer Mütter und Tanten. Kein Raubtier wagt es, eine Herde ausgewachsener Elefanten anzugreifen. Nicht nur wegen ihrer körperlichen Stärke, obwohl sie bis zu 6 Tonnen wiegen können, sondern auch wegen ihrer Koordination, Disziplin und außergewöhnlichen Intelligenz, die ihnen die Natur verliehen hat. Der afrikanische Elefant hat ein erstaunliches Gedächtnis, eine komplexe Kommunikationsfähigkeit mittels niederfrequenter Laute und eine festgefügte matriarchalische Gesellschaft. Bei Gefahr, selbst bei einem entfernten Löwengebrüll, schließt sich die gesamte Herde zu einem eisernen Kreis, wobei die Erwachsenen die Jungtiere in die Mitte drängen. Ihre Hauptwaffe sind nicht Krallen oder Hufe, sondern ihre bis zu 2 Meter langen Stoßzähne, die sie zum Angriff, zum Graben nach Wasser und sogar zur Rettung eines Artgenossen einsetzen. Hinzu kommt ihr geschickter Rüssel, der nicht nur zum Fressen und Trinken dient, sondern auch dazu, ein gestürztes Jungtier aufzurichten oder sich nach einer gefährlichen Nacht gegenseitig zu trösten. Obwohl sie langsam wirken, können Elefanten bei Bedarf bis zu 40 Kilometer pro Stunde laufen. Ein Angriff eines ausgewachsenen Elefanten kann einen Löwen zu Fall bringen. Und allein seine Anwesenheit vertreibt sogar Krokodile, wenn sich die Herde dem Wasser nähert.
Die Stärke des afrikanischen Elefanten liegt nicht in seiner Jagdfähigkeit, sondern in seiner Beherrschung des Lebensraums, seinem Schutz der Gruppe und seinem immensen Einfluss auf das Ökosystem. Er muss nicht jagen, um zu überleben, kann aber sogar ein Löwenrudel in die Flucht schlagen, wenn diese seine Artgenossen bedroht. Mit einem Gewicht von über 6 Tonnen, langen, scharfen Stoßzähnen und einem Körper, der so fest wie eine Stahlmauer ist, hat er außer dem Menschen fast keine natürlichen Feinde. Was ihn jedoch wirklich besonders macht, ist die Kombination aus Intelligenz, starkem Verteidigungsinstinkt und einer tief verwurzelten Sozialstruktur. Wenn ein Mitglied der Gruppe in Gefahr ist, handelt die gesamte Herde wie eine Einheit und bildet einen Verteidigungsring, der bereit ist, sich dem Feind zu stellen. Kein Raubtier wagt es, diese Mauer zu durchbrechen, wo jeder Angriff oder Tritt innerhalb von Sekunden ein Leben beenden kann. Darüber hinaus ist der Elefant ein wahrer Architekt seiner Umgebung. Er nutzt seine Stoßzähne, um Wasserlöcher zu graben, Büsche umzustürzen, um Wege frei zu machen und verbreitet Samen durch seinen Kot. Würden die Elefanten verschwinden, würde sich die ökologische Struktur vieler Savannen völlig verändern. Aus all diesen Gründen, Größe, Intelligenz, Verteidigung, soziale Organisation und ökologische Bedeutung, verdient der afrikanische Elefant seinen Platz als eines der mächtigsten und einflussreichsten Lebewesen der afrikanischen Wildnis. Die Wasseroberfläche glitzert im gleißenden Licht der untergehenden Sonne. Die sanften Wellen scheinen Ruhe zu versprechen. Doch unter dieser Wasseroberfläche verbirgt sich eines der wildesten und unberechenbarsten Lebewesen Afrikas. Ein Nilflosspferd taucht auf und zeigt nur seine Augen, Ohren und Nasenlöcher. Aber lassen Sie sich von seinem trägen Aussehen nicht täuschen. Das Nilflusspferd ist nicht freundlich, sondern eine fahrende Festung in der Wildnis. Mit einem Körpergewicht von bis zu 1500 Kilogramm, einem Kiefer, der sich um 150 Grad öffnen lässt und fast halbmeterlangen Stoßzähnen, verfügt es über einen der stärksten Bisse im Tierreich und kann ein Holzboot zerreißen oder ein Krokodil zerfleischen. Das Nilflusspferd jagt nicht, aber es beherrscht das Wasser wie ein heiliges Territorium. Jeder Eindringling, sei es ein Löwe, eine Antilope oder sogar ein Nilkrokodil, der sich zu nahe nähert, wird sofort angegriffen. Selbst Krokodile, erfahrene Raubtiere, werden oft gewaltsam aus dem Wasser vertrieben oder sogar getötet, wenn sie in den Bereich eindringen, in dem die Jungtiere ruhen. Der Schutzinstinkt der Flusspferde gegenüber ihren Jungen ist einer der stärksten in der Natur. Die Herden, die aus einem dominanten Männchen und mehreren Weibchen mit Jungtieren bestehen, organisieren sich sofort, um eine Barriere zu bilden, wenn sie Gefahr wittern. Die Flusspferdemutter zögert nicht, aus dem Wasser zu springen und einen Löwen anzugreifen, wenn ihr Jungtier in Gefahr ist. Obwohl sie im Wasser leben, schwimmen Flusspferde nicht wie Fische.
Sie laufen auf dem Grund des Flusses und können bis zu 5 Minuten lang die Luft anhalten. Nachts kommen sie an Land, um zu fressen, und legen kilometerlange Strecken auf der Suche nach Gras zurück. In dieser Zeit kommt es jedoch zu den größten Konflikten mit Menschen, was das Flusspferd zum Tier mit den meisten Todesfällen in Afrika in natürlichen Konflikten macht. Wenn die Sonne hinter dem glühenden Horizont verschwindet, taucht die Savanne in Dunkelheit. Es ist nicht das Ende des Tages, sondern die goldene Stunde der Raubtiere. Aus dem Gebüsch leuchten Augen. Ein agiler, eleganter Körper nähert sich der Antilopenherde. Es ist eine Löwin, eine stille Kriegerin und das Herz jeder Jagd. Gegen den Bild des einsamen Jägers lebt der Löwe in Gruppen und das ist der Schlüssel zu seinem Erfolg. Sie jagen im Team mit Einkreisungs-, Trennungs- und Ablenkungstaktiken wie eine gut ausgebildete Armee. Mit einem Biss von bis zu 650 PSI können sie die dicke Haut eines Kaffernbüffels oder einer Antilope durchdringen. Sie erreichen Sprintschnelligkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde, haben messerscharfe Krallen und einen Sprung, der ihre Beute im Handumdrehen zu Boden bringt. Aber der Löwe jagt nicht nur, er beteiligt sich auch an seiner Macht. Das Männchen mit seiner dichten Mähne ist das Symbol der Königlichkeit. Wenn zwei Männchen aufeinandertreffen, bebt die ganze Erde unter ihrem Gebrüll. Der Kampf entscheidet nicht nur darüber, wer das Rudel anführt, sondern auch darüber, wer das Recht hat, seine Linie fortzuführen. Obwohl der Löwe mächtig ist, geht er große Risiken ein. Der Angriff auf einen Büffel, Elefanten oder ein Nilpferd ist immer ein tödliches Unterfangen. Aber seine Intelligenz, Organisation und unermüdliche Tapferkeit machen ihn zum wahren König der Savanne. Mittags in der drückenden Hitze erreicht eine Herde Antilopen erschöpft das Ufer des Flusses. Sie zögern, beobachten das Schilf und spitzen bei jedem Geräusch die Ohren. Das Wasser wirkt wie ein Spiegel, ruhig, ohne eine einzige Welle. Aber direkt unter dem trüben Schlamm lauert der Tod, regungslos wie ein modernder Baumstamm. Es ist das Nilkrokodil, ein Wesen, das sich in Millionen von Jahren kaum verändert hat. Mit einer Länge von über 6 Metern und einem Gewicht von fast 1 Tonne ist es die Verkörperung des Todes im Wasser. Seine Hauptwaffe ist ein kolossaler Kiefer mit einer Beißkraft von über 5000 PSI, der stärkste im Tierreich. Was ihn jedoch wirklich furchterregend macht, ist nicht seine Kraft, sondern seine kalte und gnadenlose Geduld. Eine Antilope senkt den Kopf, um zu trinken.
Als sich der Strudel beruhigt, kehrt im Fluss wieder scheinbare Ruhe ein, als wäre nie etwas geschehen. Anders als der Löwe, der sein Rudel braucht, oder das Nilpferd, das sich auf seine explosive Kraft verlässt, jagt das Krokodil heimlich, geduldig und mit tödlicher Präzision. Es kann wochenlang fasten, um dann im perfekten Moment zuzuschlagen und anschließend wie ein Geist zu verschwinden. In der wilden Welt Afrikas jagt das Krokodil nicht aus Instinkt. Es jagt, weil es zum Töten geboren ist. Wenn die Nacht hereinbricht, scheint der Waldrand den Atem anzuhalten. Es gibt keinen Wind, keine Geräusche. Aber ein paar goldene Augen bewegen sich in den Schatten. Es ist der Leopard, ein einsamer Jäger, lautlos, aber tödlich. Er braucht keinen Rudel. Der Leopard lebt und jagt allein. Ein Krieger, versteckt in der brutalen Natur. Mit seinem schlanken, aber agilen Körper erreicht er Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometern pro Stunde, kann präzise Sprünge ausführen und meisterhaft klettern. Ein Blick, eine kleine Bewegung genügen und die Beute hat keine Chance mehr. Was den Leoparden jedoch wirklich auszeichnet, ist nicht nur seine Fähigkeit, Säugetiere wie Antilopen, Affen oder Wildschweine zu jagen, sondern auch seine erstaunliche Anpassungsfähigkeit. In wasserreichen Gebieten zögert er nicht, sich auf Fische zu stürzen und sie mit seinen Krallen und unglaublichen Reflexen aus dem Wasser zu reißen. Eine unter Großkatzen seltene Fähigkeit. Er tötet nicht nur, sondern schützt auch seine Beute. Nach jeder Jagd schleppt der Leopard seine Beute meist auf einen Baum, um sie vor Hyänen oder Löwen zu schützen. Mit seinem muskulösen Hals und seinen kräftigen Kiefern kann er eine Antilope, die doppelt so viel wiegt wie er selbst, bis in die hohen Äste schleppen, wo er in aller Ruhe sein unantastbares Festmahl genießt. Obwohl er nicht groß ist und keine Herde braucht, ist der Leopard nach wie vor eines der mächtigsten Tiere des afrikanischen Kontinents. Denn wahre Stärke liegt manchmal in der Einsamkeit, der Beweglichkeit und der absoluten Überlebensfähigkeit unter allen Bedingungen. Der Leopard muss nicht brüllen, um Respekt zu erzwingen, er braucht nur Stille und muss töten so schnell wie ein Schatten, der in der Nacht gleitet. Unter der sengenden Sonne der Savanne folgt ein Hyänenrudel lautlos der Spur einer Beute, die sich von der Gruppe getrennt hat. Sie brüllen nicht, sie rennen nicht verzweifelt, sie warten, umzingeln ihre Beute und koordinieren jeden Schritt des Angriffs wie eine disziplinierte Armee. Obwohl sie oft als Aasfresser verachtet werden, sind gefleckte Hyänen in Wirklichkeit geschickte Jäger mit einem Biss von bis zu 1100 PSI, der Knochen zermalmen kann. Ihr Erfolg beruht auf Zusammenarbeit, Geduld und ständigem Druck, bis die Beute erschöpft ist. Am helllichten Tag liegt die wahre Stärke der Hyäne nicht in ihrem Aussehen, sondern in ihrem Zusammenhalt,
ihrer Strategie und ihrer unerschütterlichen Entschlossenheit, ihre Beute nicht loszulassen. In der Wildnis müssen sie sich nicht mit Majestät behaupten, sondern nur brutal effektiv sein, um zu überleben. Nicht weit entfernt gleitet eine Familie von Wildhunden lautlos über die Wiese. Die Ohren gespitzt, die Augen scharf, jeder Schritt voller Entschlossenheit. Sie machen keinen Lärm, sie beeilen sich nicht, sie jagen, als hätten sie es schon hunderte Male geübt. Der afrikanische Wildhund ist mit einer Erfolgsquote von 80–90% das effektivste Raubtier des Kontinents. Er braucht keine übermenschliche Kraft, sondern siegt dank seiner Schnelligkeit, seiner Gruppendynamik und seiner absoluten Disziplin. Jedes einzelne Tier hat während der Jagd eine klare Aufgabe: abfangen, ablenken, zum Fall bringen. Selbst wenn die Beute um ein Vielfaches größer ist, gibt die Meute niemals auf. Sie jagt unermüdlich, wechselt ständig ihre Position und lässt ihrem Opfer keine Verschnaufspause. In der sengenden Savanne, wo nicht immer der Stärkste gewinnt, beweist der afrikanische Wildhund, dass wahre Stärke in Einheit, Loyalität und Ausdauer liegt. In den offenen Wäldern, dichten Savannen und felsigen Gebieten in der Nähe der Flüsse des schwarzen Kontinents versteckt sich ein lautloser, beinloser Killer unter trockenen Blättern. Es ist die afrikanische Python, ein selten gesehenes Tier, dessen Anwesenheit jedoch das lautlose Ende eines Lebens bedeutet. Es hat kein Gift, braucht keine Geschwindigkeit. Seine Waffe ist ein Körper von über 5 Metern Länge und eine Würgekraft, die die Rippen einer Antilope, eines Affens oder sogar eines jungen Krokodils brechen kann. Wenn ein Beutetier in seine Reichweite gerät, genügt eine einzige Umschlingung, um den Tod zu bewirken. In einer Welt, in der Brüllen Respekt einflößt, erinnert die afrikanische Python daran, dass Stärke auch in der Stille liegen kann, in einem langsamen, aber unausweichlichen Würgegriff, in einem Angriff ohne Vorwarnung, der niemals versagt. In der Savanne, im Dschungel und in den Flüssen Afrikas, wo es keinen Platz für Schwäche gibt, misst sich Stärke nicht nur an Muskeln oder Reißzähnen, sondern an der Fähigkeit, sich anzupassen, zu kämpfen und in jedem Augenblick zwischen Leben und Tod zu bestehen. Jede Spezies, von Raubtieren wie Löwen, Krokodilen und Leoparden bis hin zu Wächtern wie Elefanten, Nilpferden und Büffeln, hat ihre eigene Form der Macht. Einige kämpfen mit Intelligenz, andere überleben dank der Herde und wieder andere töten in tödlicher Stille. Aber alle haben denselben Instinkt, niemals aufzugeben. Afrika, Land des Feuers, des Blutes und des Lebens, schreibt weiterhin die Geschichte von Kreaturen, die die purste Kraft der Natur verkörpern. Kraft zum Überleben, zum Schutz, um nicht vom unerbittlichen Strudel der Evolution mitgetrieben zu werden.
In der wilden Natur sind Pythons stille Killer, die sich lautlos verstecken und ihre Beute mit eiskalten Würgegriffen töten. Python, der lautlose Albtraum der Natur. Die Erde, der grüne Planet voller Leben, beherbergt unzählige Naturwunder, die noch nicht vollständig erforscht sind. Von den feuchten Regenwäldern Südostasiens bis zu den verbrannten Savannen Afrikas, von den geheimnisvollen Sümpfen Südamerikas bis zu den trockenen Buschlandschaften Australiens, jede Region ist eine eigene Welt, in der das Überleben ein unendlicher Kampf ist. In dieser Welt gibt es Lebewesen, die weder Schnelligkeit, scharfe Klauen noch Gift benötigen, um zu überleben. Sie sind still, kalt und tödlich. Diejenigen, die mit eisigen Windungen das Schicksal festhalten, die Pythons. In den vergilbten Graslandschaften Afrikas, wo die sengende Hitze den Boden ausbrennt und der Wind durch dornige Büsche pfeift, ist eine flache Wasserstelle ein seltener Sammelpunkt in der weiten Trockenregion. Hier müssen alle Lebewesen, von Vögeln bis zu Huftieren, das Trinken riskieren, denn der Durst kann sogar den Instinkt zur Vorsicht überwinden. Doch tief unter der stillen Schlammschicht lauert ein Killer in absoluter Geduld. Ein langer, wellenförmiger Schatten, unbeweglich unter dem trüben, braunen Wasser. Die afrikanische Felsenpython, Python sebae. Mit einer Länge von über 6 Metern und einem Gewicht von bis zu 100 Kilogramm ist sie die größte Pythonart des Kontinents. Ihr massiger Körper ist mit fleckigen graubraunen Schuppen bedeckt, die sie perfekt mit Schlamm und verrottendem Gras tarnen. Die Felsenpython hat es nicht eilig. Sie wartet, sie beobachtet. Und sie schlägt nur einmal zu. Aber das reicht, um jedes Leben zu beenden. Als eine Herde Springböcke, kleine, agile, aber unaufmerksame Antilopen, sich vorsichtig der Wasserstelle nähert, ist alles noch ruhig. Ein Jungtier senkt den Kopf, die Ohren gespitzt, lauscht, aber es ist bereits zu spät. Aus der Tiefe schießt ein Schlag hervor wie ein abgeschossener Pfeil.
Die Python schießt empor, ihr Maul weit aufgerissen wie eine Todessense. Ihre Ringe winden sich um die Hinterbeine und den Mittelteil der verurteilten Antilope. Der Springbock wehrt sich vergeblich und verursacht kleine Wellen auf der Wasseroberfläche. Der Rest der Herde gerät in Panik und flieht. Innerhalb weniger Minuten ist alle Bewegung verstummt. Der Würgegriff hat seine Wirkung getan. Die Felsenpython öffnet langsam ihr Maul und beginnt ihre Beute ganz zu verschlingen. Eine würdige Belohnung für ihre perfekte Geduld. Keine Schnelligkeit, kein Gift. Nur rohe Muskelkraft, perfekte Tarnung und kaltblütiger Jagdinstinkt. So überlebt die afrikanische Felsenpython auf einem Kontinent mit den gefährlichsten Raubtieren der Erde. Die afrikanische Felsenpython ist ein opportunistischer Raubtier mit einem vielfältigen Speiseplan. Von Nagetieren, Hasen, Vögeln, Affen, Warzenschweinen bis hin zu jungen Antilopen. Alles kann zur Mahlzeit werden, wenn es in ihr Visier gerät. Große Exemplare greifen sogar Leopardenjunge oder kleine Krokodile an. Sie lauern lautlos, schlagen mit vernichtender Kraft zu und verschlingen ihre Beute mit ihrem außergewöhnlich dehnbaren Kiefer im Ganzen. Nach einer großen Mahlzeit können Felsenpythons monatelang ohne Nahrung auskommen. Eine perfekte Energiesparstrategie, die von der Natur entwickelt wurde. Wenn die Felsenpython für Geduld, Stärke und lautlosen Angriff steht, dann ist ihr kühnster Herausforderer, furchtlos und entschlossen, der Honigdachs, Mellivora capensis, ein Tier, das keine Angst kennt. In der Wildnis, wo jeder Schritt über Leben oder Tod entscheiden kann, ist der Honigdachs als Regelbrecher bekannt, der bereit ist, jedes Tier anzugreifen, wenn er provoziert wird. Von Felsenpythons über Kobras bis hin zu Löwen oder Hyänen. Obwohl er nur 60 bis 80 cm lang ist und weniger als 15 Kilogramm wiegt, steckt in seinem kleinen Körper ein Kampfgeist, der wild, unerbittlich und nahezu unbesiegbar ist. Nicht, weil er schneller oder stärker ist als seine Feinde, sondern weil er niemals zurückweicht, selbst wenn er mit dem Tod konfrontiert ist. Mit scharfen Zähnen, starken Krallen, einer dicken, panzerartigen Haut und vor allem einem unerbittlichen Willen ist der Honigdachs zu einer lebendigen Legende in der Wildnis geworden. Der Körper des Honigdachses ist von einer lockeren, dicken Haut umgeben, die für Zähne, Krallen und sogar Gift nahezu undurchdringlich ist. Wenn er gebissen wird, kann sich der Marder in seine Haut drehen, um von jedem Winkel zurückzuschlagen.
Dies ist die perfekte Verteidigung der Natur für einen gnadenlosen Krieger. Und sein Angriffsarsenal dolchartige Zähne, scharfe Krallen und vor allem ein wundersames Immunsystem, das stark genug ist, um dem Gift von Kobras, gebänderten Kreiz und sogar den starken Nervengiften von Vipern zu widerstehen. Wenn er gebissen wird, muss er nur ein paar Stunden still liegen bleiben, dann steht er wieder auf und geht weiter auf die Jagd. In einer Lichtung am Rande einer Graslandschaft ruht sich eine Felsenpython aus, nachdem sie ein Dschungelhuhn zerquetscht und verschlungen hat. Aber sie weiß nicht, dass sich ein waghalsiger Dieb nähert, ein Honigdachs, dessen hochsensible Nase den Geruch des Festmahls vernommen hat. Ein heftiger Kampf bricht aus. Am Ende setzt sich der Honigdachs durch. Unter dem dichten Blätterdach des tropischen Regenwaldes Südostasiens, wo kaum Licht durch die Blätter dringt, gleitet ein langer Schatten lautlos an einem morschen Ast entlang. Die Netzpython, Python reticulatus. Dies ist die längste Pythonsart der Welt, wobei einige Exemplare über 10 Meter lang sind. Ihre Schuppen schimmern in einem komplexen, netzartigen Muster wie Seide, daher auch ihr poetischer Name. Aber hinter dieser Schönheit verbirgt sich ein gnadenloser Killer. Die Netzpython würgt ihre Beute nicht nur, sie ist auch eine Expertin im Klettern, Schwimmen und Hinterhalten. Im Gegensatz zur Felsenpython ist sie schneller und aggressiver. Wenn sie bedroht wird, flieht sie nicht, sondern schlägt mit scharfen Bissen zurück, die es mit jeder Raubpythons aufnehmen können. In den Mangroven und dichten Sümpfen des Everglades-Nationalparks in Florida tobt ein versteckter Krieg. Der Eindringling ist kein außerirdisches Wesen, sondern ein Fremder über See. Die burmesische Python, Python bivitatus. Die in Südostasien beheimateten burmesischen Pythons wurden einst als exotische Haustiere in die USA importiert.
Als die Tiere jedoch zu groß und unkontrollierbar wurden, wurden sie entweder freigelassen oder entkamen nach Stürmen. Das Ergebnis? Aus wenigen Exemplaren haben sich mittlerweile Zehntausende in den Feuchtgebieten Floridas ausgebreitet und verursachen eine der schwersten ökologischen Invasionen in der Geschichte der USA. Mit einer unglaublich starken Fortpflanzungsfähigkeit von 40 bis 100 Eiern pro Gelege, keinen natürlichen Feinden und einem subtropischen Lebensraum, der ihrem ähnlichen, haben burmesische Pythons die Nahrungskette heimischer Tierarten dominiert. Forscher haben einen Rückgang von 90 bis 99% bei vielen kleinen Säugetierarten in den Everglades verzeichnet, darunter Waschbären, Sumpfkaninchen, Füchse und Stinktiere. Pythons mit einer Länge von bis zu 5 bis 6 Metern haben sogar junge amerikanische Alligatoren gefressen und sind damit unangefochtene Spitzenprädatoren. Sie zischen nicht, injizieren kein Gift, aber sie jagen und töten auf eine Weise, gegen die heimische Arten sich nicht verteidigen können. Ein Sumpfhirsch, ein Reiher oder sogar ein ausgewachsenes Wildschwein können zu einer vollständigen Mahlzeit werden, die dank ihres bemerkenswerten, ausdehnbaren Kiefers im Ganzen verschlungen wird. Obwohl die Menschen die Bedrohung erkannt und Fang- und Bekämpfungskampagnen gestartet haben, bleibt der Kampf gegen die burmesischen Pythons ein aussichtsloses Unterfangen. Sie sind schwer zu fangen und vermehren sich schneller, als jede Bekämpfungsmaßnahme mithalten kann. Vom exotischen Haustier zum gefürchteten Symbol der biologischen Invasion hat sich die burmesische Python zum alarmierendsten Beispiel für ökologische Störungen in Nordamerika entwickelt. In den niedrigen Wäldern von Assam im Nordosten Indiens, wo morgens noch Nebel unter den Bäumen hängt, ist eine kleine Familie von Zwergschweinen Porcula salvania auf Futtersuche. Mit einer Größe von weniger als 25 Zentimetern und einem Gewicht von nur 9 Kilogramm sind sie die kleinsten Schweine der Welt. Ihre kurzen Beine und leicht gekrümmten Rücken verleihen jeder Bewegung einen vorsichtigen Charme. Was die Frischlinge jedoch nicht wissen, in einem Haufen verrottender Blätter liegt seit Stunden eine asiatische Felsenpython, Python molurus, regungslos. Keine Bewegung, kein Blinzeln. Ihr fast 4 Meter langer Körper ist perfekt getarnt durch fleckige braun-graue Schuppen, als wäre sie Teil des Waldes. Die indische Python ist ein Meister der Hinterhalt, der sich oft an Orten auffällt, an denen Tiere häufig vorkommen, an Flussufern, in trockenen Bachbetten oder an kühlen, schattigen Stellen.
Als ein Ferkel von seiner Mutter wegläuft und sich dem Laubhaufen nähert, ist die Gelegenheit in weniger als eine Sekunde gekommen. Ein blitzschneller Schlag, die Python stürzt sich wie eine Peitsche auf ihre Beute und schlingt ihren muskulösen Körper um sie. Ein paar knackende Geräusche, Rippen brechen und dann Stille. Die Pythons verschlingt das kleine Ferkel. Langsam, als wäre es nie da gewesen. Die Herde flieht in Panik. Kein Blut, keine Spuren, nur eine Vertiefung im Boden, wo sich das Schicksal still entschieden hat. In den dichten Büschen und auf dem mit Laub bedeckten Boden der Wälder Mittel- und Südamerikas huscht eine Waldratte auf der Suche nach Nahrung hin umher. Wurzeln, Samen und kleine Insekten bilden ihr einfaches Abendessen. Ihre Ohren sind immer wachsam, ihre kleinen Augen huschen hin und her. Ihre Instinkte sind durch ständige Bedrohungen geschärft. Aber dieses Mal merkt sie nicht, dass der Tod nur wenige Schritte entfernt ist. Die südamerikanische Boa Constrictor, eine kürzere, aber kräftige Verwandte der asiatischen Pythons, liegt regungslos unter den dichten Blättern. Mit einer Länge von 2 bis 4 Metern entspricht ihr Umfang dem Arm eines erwachsenen Mannes, eine muskulöse Spirale, die wie eine Stahlfalle bereit ist zuzuschnappen. Keine Bewegung, kein schweres Atmen, kein Geräusch. Die Boa verschmilzt mit ihrer Umgebung wie eine moosbemotzte Wurzel. Ihre rauen, dunkel gemusterten Schuppen fügen sich perfekt in den Waldboden ein. Als die Ratte in die Todeszone eintritt, erfolgt der Angriff blitzschnell. Kein Schrei, keine Verteidigung. Die Ratte wird von kalten Muskelwindungen zerquetscht. Die Python verschlingt dann langsam ihre Beute, wie eine perfekt programmierte Maschine. Boas legen keine langen Strecken zurück, um Nahrung zu finden. Sie warten, bis sie kommt, und mit absoluter Stille sind sie die fürchterlichsten unbeweglichen Killer der Reptilienwelt. Beute wie Nagetiere, Bodenvögel, Echsen oder kleine Säugetiere wie Kaninchen verschwinden innerhalb von Sekunden spurlos.
Nicht lang, nicht schnell, nicht laut. Aber die Boa beweist eines: Gefahr liegt nicht in der Größe, sondern im Timing. In den überfluteten Sümpfen und verschlungenen Flüssen des Amazonas gleitet eine sanfte Welle über das Wasser. Es ist kein Krokodil, kein riesiger Fisch, sondern die grüne Anaconda Eunectes murinus, die schwerste Python der Welt. Im Gegensatz zu ihren asiatischen und afrikanischen Verwandten meidet die grüne Anaconda trockenes Land. Sie ist ein Raubtier des Wassers, perfekt gebaut zum Schwimmen, Tauchen und für Hinterhalte. Mit einer Länge von bis zu 9 Metern und einem Gewicht von über 200 Kilogramm ist die Anaconda nicht nur die schwerste Python, sondern auch eine der größten Pythons, die je existiert haben. Ihre Augen- und Nasenlöcher sitzen oben auf ihrem Kopf, sodass sie unter Wasser bleiben und gleichzeitig die Oberfläche absuchen kann, wie ein treibender Baumstamm. Während die Sonne über dem Amazonas untergeht, schimmert das Wasser im schwindenden Licht. Eine Herde Capybaras, die größten Nagetiere der Erde, kommt vorsichtig zum Trinken herunter. Sie bewegen sich als Gruppe, aber ein Jungtier entfernt sich zu weit von seiner Mutter. Es nähert sich dem Ufer, wo die Anaconda lauert. Getarnt wie ein treibender Baumstamm gleitet der massive Körper unter den Linsen hindurch. Dann der Schlag. Explosiv. Wasser spritzt hoch. Eine riesige Spirale umschlingt das junge Capybara. Wache Schreie werden durch den brutalen Druck gedämpft. Die Anaconda zieht sich rhythmisch zusammen, zerquetscht Organe, stoppt den Blutfluss. Sie braucht kein Gift, nur Kraft. Als das Strampeln aufhört, öffnet sie ihr Maul und verschlingt langsam ihre Beute, als wäre es unvermeidlich. Und dann kehrt wieder Stille ein. Das Wasser ist wieder ruhig. Die grüne Anaconda verschwindet, der Phantomräuber des Amazonas, lautlos, aber unbesiegbar. Von den sonnenverbrannten Savannen Afrikas bis zu den Dschungeln Südostasiens, von den Feuchtgebieten Floridas bis zu den Flüssen des Amazonas haben die Pythonarten der Welt bewiesen, dass sie nicht nur furchterregende Jäger sind, sondern auch unverzichtbare Glieder in ihren Ökosystemen.
Jede Art verfügt über einzigartige biologische Merkmale, Muskelkraft, Hinterhaltsstrategien und erstaunliche Anpassungsfähigkeit. Aber da Menschen in Wälder eindringen, Pythons wegen ihrer Haut für medizinische Zwecke oder als Haustiere jagen oder sie versehentlich freilassen, beginnt dieses fragile Gleichgewicht zu bröckeln. Einige, wie die burmesische Python, werden zu ökologischen Bedrohungen. Andere, wie die Regenbogenpython oder die Sonnenstrahlpythons, sind aufgrund des Verlusts ihres Lebensraums vom Aussterben bedroht. Das Verständnis der Biologie und des Verhaltens von Pythons hilft nicht nur, Konflikte zwischen Mensch und Tier zu reduzieren, sondern lehrt uns auch eine wichtigere Lektion: die Verbundenheit allen Lebens. Pythons zu schützen bedeutet, die Ökosysteme, in denen sie leben, zu schützen, das Gleichgewicht des Lebens zu bewahren und, was noch wichtiger ist, zukünftige Generationen zu lehren, die Natur als untrennbaren Teil von uns selbst zu respektieren.